Schön, dass du da bist. 120 Stunden komplette Finsternis im Dschungel in der Einsamkeit, 5 Tage, Tage und Nächte. Das war meine Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, machen sollte von meiner inneren Stimme. Es war extrem stark. Eigentlich hatte ich schon vor, letztes Jahr in Thailand ein Darkroom Retreat zu machen, in einer Gruppe. Und wir hatten auch schon das Hotel dort gebucht und dann hat es nicht stattgefunden. Und meine innere Stimme führte mich letzte Woche am Dienstag zu einem Video von einer Facebook-Freundin, was aufpoppte. Und es war so, du musst dieses Video anschauen. Und das erste Mal war ich irgendwie so busy mit anderen Sachen, dann habe ich es nicht angeschaut. Und dann kam es ein bisschen später wieder und sagte, du musst mich anschauen. Und dann habe ich es angeschaut und sie sprach davon, dass sie alleine ein Darkroom Retreat gemacht hatte. Und das war der Key-Punkt. Weil in dem Moment war der Begriff da, dass man das alleine machen kann. Und es war klar, dass ich das machen sollte. Ich habe dann geschaut in Bali, wo man das machen kann und gesehen, dass ausgerechnet da, wo wir leben, ganz in der Nähe im Dschungel, genau die einzige Möglichkeit auf Bali, das, was ich jetzt gesehen hatte, für einzeln sowas machen zu können, ganz in der Nähe ist. Und bereits am nächsten Tag waren mein Mann und ich dort und haben uns den Raum angeschaut. Und ich sollte es beschließen und habe es beschlossen. Und am Freitag, also 2 Tage später oder 3 Tage später, nachdem ich das in meinem Feld aufgetaucht ist, habe ich mit dem Retreat gestartet. Und zwar wirklich vollkommen alleine, vollkommene Ruhe, wirklich absolute Finsternis mit einer Vorrichtung in dem Raum, einem Schacht aus Holz, wo das Essen reingegeben werden konnte und wo wirklich nichts an Licht reinkam. Mein Verstand hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also 2 Nächte bevor es losging, die gesamte Nacht Alarm geschlagen, wie verrückt ich bin, wie bescheuert ich bin, dass ich sowas nicht kann, allein in die Finsternis und. Ich habe kaum geschlafen oder gar nicht geschlafen. Und meine Erfahrung mit sowas ist, wenn der Verstand, meistens tatsächlich kommt es vor Situationen, die sehr wichtig sind, dass der Verstand komplett Alarm schlägt und sagt, es geht überhaupt nicht. Und meine vielen Erfahrungen in meinem Leben haben mir gezeigt, so, dem schaust du einfach zu, wie er dich verrückt macht. Das Abschlussbild war noch, wo er gemeint hat, so jetzt musst du endlich hören. Die öffnen die Türe und du liegst als Leiche in dem Raum. Meine Erfahrung, und für so etwas alleine machen zu können, musst du in der Lage sein, deine Gedanken und deine Gefühle steuern zu können und handhaben zu können, weil du ja komplett in das Nichtwissen hineingehst, wie du reagierst. Es kommen ja genug Leute verrückt aus sowas heraus. Es wird das verwendet als Gefängnismethode, um Leute verrückt zu machen, sie in die Finsternis zu sperren. Den nächsten Tag ging das nicht mehr in Bildern, aber in meinem Körper weiter mit der ganzen Angst, Zittern, kalt, heiß, was weiß ich. Ich habe es einfach durchziehen lassen und ignoriert. Und um 4:30 am Nachmittag hat mein Verstand gesehen, es gibt keine Chance, ich kann sie nicht verrückt machen. Sie wird das tun und hat aufgegeben. Und ich hatte Ruhe. Ich wurde nicht mehr traktiert. Aber ich kam mir wirklich sowas, also unser Verstand ist in dem Moment so sehr in der Lage, alle Register zu ziehen,
wie man es sich nicht vorstellen kann. Was bedeutet das, so einfach so in die Finsternis hineinzugehen? Ich hatte einen Tag vor 5 Minuten Erfahrung, um in dem Raum zu sein, und es war sofort in den 5 Minuten vollkommen mein Zeitgefühl weg. Und als ich jetzt da hineinging, sind mir sehr, sehr viele Dinge begegnet. Und ich will das ein oder andere hier zunächst einmal auf der sachlichen Ebene erzählen. Also der Raum ist sehr klein, ein schmales Bett, eine Dusche, ein Waschbecken in der Dusche, eine Toilette, ein Wasserbehälter, dieser Schacht, wo das Essen reinkommt, ein Tischchen, ein kleines davor, wo das Essen draufkommt, und daneben ein kleiner Sitz, alles so aneinander. Und es ist tatsächlich so drinnen, dass alles abgerundet ist, falls man sich überall anschlägt. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht ein einziges Mal irgendwo angeschlagen. Ich war dazu angehalten, nicht weil ich sogar meine Periode hatte, komplett präsent zu sein. Tatsächlich ist es ja so, ja, wie funktionieren solche ganz banalen Dinge in der vollkommenen Dunkelheit? Es ist super gelaufen. Am Anfang wird man etwas dizzy von der kompletten Dunkelheit und muss sich ganz neu orientieren lernen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir meine Fähigkeiten, die ich zur Verfügung habe, unglaublich helfen. Ich wusste, was ich von niemandem jemals gehört habe, auf 2 Stunden, sage ich mal, 2, 3 Stunden genau, wie viel Uhr es ist. Warum? Man verliert die Zeit im Dunkeln. Weil ich durch meine inneren Fähigkeiten zu meinem Mann gehen konnte und sehen konnte, was er gerade macht, und wusste ungefähr durch unseren Tagesablauf, wie viel Uhr es ist. Weil ich aus dem Raum heraus konnte und überall hin konnte, innerlich, und sehen, ist es Tag, was ist los, was ist da, wohin ich wollte. Ich sah ja die Dinge. Ich sah die Dinge im Raum. Ich konnte mir innerlich ein Licht aufstellen im Raum und sah die Dinge im Raum. Ich habe einen Tag, bevor es zu Ende war, weil es war dann klar, es war noch vorher nicht klar, bin ich 5 oder 7 Tage, und dann hieß es von meiner inneren Stimme, 5 Tage ist genug, du hast alle Erfahrungen gemacht, die jetzt wichtig sind. Schrieb ich auf einem Papier komplett im Dunkeln, das ist auch eine sehr spezielle Erfahrung, weil ich wurde ja 3-mal am Tag, bekam ich Essen, also das war schon jemand sozusagen erreichbar, dem ich was schreiben konnte. Habe ich gesagt, mein Mann soll mich bitte am nächsten Tag abholen um 6 Uhr, dann werde ich raus sein, alleine. Das hatten die, glaube ich, noch nie erlebt. Ich konnte das. Ich habe so richtig gesehen, weißt du, wenn du in einem solchen Situation bist, dann siehst du, dass dir nur hilft, was für ein wirkliches Verhältnis du zu dir selbst hast. Und das ist so wie in Krisenzeiten. Wie bist du mit dir selbst verbunden? Kannst du deinen verrückt spielenden Verstand handeln? Kannst du ihn zuschauen, verrückt spielen lassen, ohne attached zu sein, ohne mit ihm verbunden zu sein? Kannst du deine Emotionen, und im Dunkelraum werden die Emotionen gigantisch stark, alles ist extrem stark, kannst du die durch dich hindurchziehen lassen und beobachten? Und das ist auch etwas, wenn du in schwierigen Situationen bist, holt dich dein Verstand in dieser Situation und peitscht dich durch alles hindurch und sagt dir, wie furchtbar das ist und dass du morgen gleich stirbst und was weiß ich, was wir im Moment weltweit sehen.
hunderttausende völlig verrückt spinnende Verstande. Nur so kann so etwas passieren, wenn man bei Vernunft bleibt. Sagt man, okay, Grippe oder sonst was, bin ich im Bett fertig, Thema erledigt und schalte nicht die gesamte Gesellschaft ab. Ja, das ist ein verrückt spielender Verstand. Und die Gefühle dazu, oh Gott, ich sterbe und alle sterben und die ganzen Medien wissen das ja. Ja, die wissen, wie man sozusagen die Menschen verrückt macht. Wissen sie genau. Und dann kreiert man sich das noch. Ja, das muss man können. Und da hilft keine tolle Vorstellung, wie toll man ist. Da hilft keine Religion einem. Da hilft niemand von außerhalb einem. Da hilft keine toller spiritueller Mensch zu sein einem. Da hilft einzig und allein eine einzige Sache. Das ist, wie bist du mit dir verbunden und mehr nicht. Weil wir alle, alles, was wir haben, hier drinnen in uns haben. Inklusive sehen können in der Dunkelheit. Es ist ja nicht so, dass das bei mir irgendwie eine Besonderheit ist, dass ich diese Fähigkeiten habe. Wir haben sie eigentlich alle. Es ist nur die Frage, lassen wir uns vom Verstand wegtragen und erzählen, dass das gar nicht geht. Oder steigen wir in das hinein, was uns ausmacht, in unsere Fähigkeiten. Es war lebensverändert, aber auch gleichzeitig so, dass ich gesehen habe, wie sehr mein Leben mich auf die jetzige Situation vorbereitet hat. Alles, was ich tue, wie sehr das in Übereinstimmung mit dem, was mein Plan ist und was ich selber bin, ist. Es war eine Bestätigung von dem, wo ich stehe und wer ich bin. Es war unglaublich. Das Rauskommen war ein nächstes unglaubliches Fest. Als ich am Morgen das ausprobiert hatte, wie ich so langsam wieder ins Licht kommen will, habe ich hatte Klimaanlage und ich hatte einen Ventilator, weil es war extrem feucht im Urwald, im Dschungel. Ein Ventilator, der mir immer Frischluft reingepustet hat. Ja, kannst ja alle Zustände da drin kriegen, Klaustrophobie und was weiß ich was, Platzangst, ja. Weil das so klein ist und dann stinkt es, ja, schimmelig, weil das so klein ist. Es ist alles feucht gewesen, ja. Und ich hatte am Morgen ich hatte eine Klimaanlage auch drinnen an, nicht zu stark, weil ich mag es ja gerne warm. Und ich hatte dann, die war komplett dunkel. Aber um das auszuprobieren, um wieder ins Licht zu kommen, habe ich sie immer ausprobiert, das Ziffernblatt anzustellen. Und der Moment, wo ich dieses Klimaanlagen-Ziffernblatt in diesem kleinen, dunklen Raum hatte, ist mir so schwindelig geworden von dem Licht, von diesem winzigen Licht. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie gern ich das Licht wieder ausgestellt habe und zurück in meine sichere Dunkelheit gegangen bin. Ich erzähle noch eine Geschichte. Ich werde mehrere Berichte machen von dem, was ich erlebt habe. Ich erzähle noch eine Geschichte. Nach 3 Tagen ist eine Lightshow, kann man nur sagen, in mir losgegangen. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, aber ich glaube, vielleicht ist das so ungefähr. Neonfarben knallten vor meinen Augen in Regenbogenfarben herum. Lichtknaller, ja, in allen Sensationen waren um mich herum und es bewegte sich. Auch das musst du in kompletter Ruhe durch dich durchziehen lassen. Es spielt keine Rolle, ob ich meine Augen offen oder zu hatte. Es war immer diese Lichtshow um mich herum und von dem Tag an, nach dem 3. Tag, ich habe mal gelesen, irgendwas passiert mit dem Zirbeldrüse da, der schüttet die irgendwas aus. Ja, das ist aber nicht so wichtig. Aber tatsächlich schüttet die irgendwas aus und es passiert dieser Farbspektakel von dem Mann bis zum Schluss in mir.
Ich sah unglaubliche Dinge, immer war von irgendwo kam jetzt nicht das innere Licht, ich hatte immer innerlich Licht in allen Variationen durch mein inneres Sehen, aber jetzt kam auch ich sage mal physisch, in meinen Augen kam es mir vor, ob sie auf oder zu waren, aber es kam immer von irgendwoher Licht, konstant, und es bewegte sich farbig, knallblau wieder plötzlich und was weiß ich. Also ich habe da jetzt keine Forschung betrieben oder nachgeguckt, was das bedeutet, aber das war schon auch ein interessanter Effekt. Ja, und das Rauskommen, nachdem ich mich so peu à peu ans Licht gewöhnt hatte und dann aus meinem Raum rausschaute und dort sogar den Dschungel im Sonnenlicht und das viele Grün sah. Oh, was war das für ein Fest. Ich habe gefeiert. Von dem Moment an bis heute feiere ich noch diese Schönheit auch, die wir um uns haben, in uns und um uns. Immer eine Frage der Perspektive. Ich werde in meinem nächsten Video über eine sehr klare Schau von den nächsten 2 Jahren berichten. 2022, 2023. Es ist apokalyptisch, auf was wir zugehen, was jetzt startet. Ich werde darüber berichten im nächsten Video. Ich habe sehr viele Menschen gespürt, die mich begleitet haben. Und ich bin sehr dankbar für die Verbindungen, die da sind. Ob sie physisch sind oder eben nicht physisch. Es spielt keine Rolle, wie der Darkroom gezeigt hat. Es gibt weder eine Dunkelheit von außen, wenn ich das Licht in mir gefunden habe, noch gibt es Getrenntsein, auch wenn wir weit physisch auseinander sind. In unserem Kernwesen sind wir alle verbunden. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Aber wir sind nicht die Person, deren Rolle wir hier spielen. Schön, dass du da bist.